Um die Wärmewende zu meistern, sind Wärmenetze unabdingbar, egal ob auf dem Land oder wie hier in Bremen mitten in der Stadt. Durch die vorgedämmten Rohrsysteme fließt die Wärme aus den verfügbaren Wärmequellen direkt zum Verbraucher und alles direkt hier versteckt im Erdreich. Auf den ersten Blick sehen diese Rohre sehr unscheinbar aus. Sie sind schwarz und am Ende in der Erde versteckt. Doch wie so oft liegt der Teufel im Detail. Wir haben hier verschiedenste Systeme und wir müssen bereits früh entscheiden, welches System wir wählen. Sei es die Fertigungsmethode, die traditionelle, das Optirohr oder eins der kontinuierlichen Fertigungsverfahren wie Spiralconti oder Axialconti. Alle erfüllen die Anforderungen der EN 253 und bringen somit mit möglichst geringen Wärmeverlusten die Energie zum Verbraucher. Doch die Unterschiede gehen noch weiter, wodurch Wärmeverluste beeinflusst werden können. Hier in Bremen verwenden wir Einzelrohr. Doch wir haben auch die Möglichkeit, Doppelrohr, Twin Pipes zu benutzen. Hier sind der Vorlauf und der Rücklauf in einem System enthalten. In einem Mantelrohr wird das Stahlrohr gedämmt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Möglichkeit haben, die Dämmung in verschiedenen Varianten vorzunehmen. Dämmserie 1 bis 3. Mehr Dämmung bedeutet eben auch weniger Wärmeverluste. Zwar steigen die Investitionskosten bezogen auf die Dämmung und auf das Rohmaterial, doch wenn man sich die Gesamtlebensdauer eines Wärmenetzes anguckt, man spricht von 30 Jahren, Experten gehen heute schon von 50 bis 70 Jahren aus, können die gesamten Wärmeverlustkosten 50 bis 70% der Gesamtbetriebskosten ausmachen. Deshalb ist es schon jetzt wichtig, bei der Planungsphase das richtige System zu wählen. Dadurch können wir Einfluss nehmen auf den Rohrleitungsbau, auf den Tiefbau und auf die Wärmeverluste. Wärmenetze ermöglichen die Integration von verschiedensten Wärmequellen. Sei es wie hier in Bremen die thermische Müllverwertung oder Power-to-Heat-Konzepte, Großwärmepumpen oder Freiflächensolarthermie. 50% unseres Energiebedarfs geht auf die Wärme zurück. Und mit dem Ausbau von Wärmenetzen ermöglichen wir einen dekarbonisierten Ausbau und einen effizienten Ausbau und einen effizienten Beitrag zur Wärmewende. Sie merken, die Wärmewende ist eine gemeinschaftliche Herausforderung. Und was ist gemeinschaftlicher als ein Wärmenetz, das langlebig, effizient und nachhaltig ausgebaut ist und alle Haushalte miteinander verbindet? Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Bedeutung der vorgedämmten Rohrsysteme für die Wärmewende erläutern und näher bringen.